Hallo liebe Freunde des Altmetalls, hallo liebe Campingfreunde. Hi, ich bin Franzi Ich bin Malte und wir sind seit ein paar Monaten mit unserem Düdo unterwegs. und wir beide zusammen mit meinem Bruder haben 3 Jahre lang einen Mercedes 508/407 Düdo umgebaut zum Camper und den würden wir euch heute gerne mal von innen und außen zeigen. Genau. Wir wollen euch den Düdo erstmal von außen zeigen und fangen mal auf dieser Seite an. Das sind unsere Sandbleche, die uns vor allen Dingen in Tunesien, in der Sahara schon weitergeholfen haben. Als wir uns da ein bisschen festgefahren hatten, waren die gut. Diese Konstruktion lässt sich aber auch ganz einfach in eine Außenküche verwandeln. Geil. Das ist unsere Außenküche. Hier haben wir einen Gasanschluss hier unten. Und wenn wir etwas kochen, was ein bisschen stinkiger ist oder so, dann ist es immer ganz schön auch draußen zu kochen. Und da können wir hier unten den Herd direkt ans Gas anschließen und haben hier 3 Herdplatten. Genau. Hier haben wir etwas, was aussieht wie ein 220 Volt Anschluss, ist aber umgebaut zu einem 12 Volt Anschluss und hier können wir Lichterketten anschließen oder unsere Handys draußen laden. Direkt neben unserer Außenküche haben wir einen Wasseranschluss. Hier können wir mit warmem Wasser duschen oder unseren Abwasch machen. Die Dusche ist ganz leicht zu installieren und Warmwasser läuft. Oben am Dach haben wir auf dieser Seite noch ein Transportrohr montiert für lange Gegenstände sowie Angeln. Und darunter haben wir eine Markise, lustigerweise direkt in unserer tollen Düdo Sandfarbe. Lässt sich auch ziemlich gut aufbauen und geht recht flott und ist auf jeden Fall sehr stabil. Also auch wenn es windig ist, steht sie gut. Durch die Höherlegung ist der ganze Bus ein bisschen natürlich hochgekommen und die Markise ist recht weit entfernt, aber wir haben hier einen Außentritt, sodass auch ich hier oben rankomme und den Reißverschluss bedienen kann und alles aufbauen kann. Und hier oben haben wir noch einen 12 Volt LED-Scheinwerfer, um uns hier draußen ein bisschen den Vorplatz zu erhellen, wenn es dunkel ist. Am Heck haben wir auch einige Anbauteile. Unten haben wir eine Trittstufe, um leichter übers Heck auch in den Bus zu kommen. Dann haben wir hier einen 20 Liter Spritkanister fest montiert. Ein Fahrradgepäckträger, auf dem normalerweise auch beide unsere Fahrräder die ganze Zeit mit uns unterwegs sind. Über die Leiter kommt man gut auf unser Dach. Hier haben wir noch eine Rückfahrkamera installiert, die vor allen Dingen gut ist, wenn man mal rückwärts irgendwo einparkt und es ziemlich eng ist. Ein Spaten darf natürlich nicht fehlen. Hier haben wir auch noch einen weiteren Scheinwerfer, um auch hinterm Bus alles gut ausleuchten zu können. Auch 12 Volt LED-Scheinwerfer. Und hier oben ist unser Dachgepäckträger. Momentan ist hier allerdings eine große, geräumige Staubox nochmal drauf, in der ganz viel Zeug drin ist. Angelsachen, Schnorchelsachen, Stand-Up-Paddling, was man halt so braucht. So, auf der anderen Seite vom Bus haben wir einen 220 Volt Außenstromanschluss, um unsere Batterie zu laden. Dann gibt es hier noch eine weitere Stufe, um an unsere Surfbretthalterung ranzukommen. Da oben in den Fenstern haben wir beidseitig im Hochdach Lüfter installiert, die für einen schönen Luftstrom an heißen Sommertagen sorgen. Und wir haben hier vorne noch eine Drucklufthupe, die wesentlich lauter als die Originalhupe ist, um im Straßenverkehr
die richtige Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, dann haben wir noch die Solarpanels, insgesamt 240 Watt auf dem Dach. Die sind gelagert schwebend auf Powerjoints. Das hat den Vorteil, dass man sie in alle Richtungen aufklappen kann. Das heißt, wir können sie, egal wie wir stehen, können wir sie nach der Sonne ausrichten. Und sie schweben eine gute Handbreit über dem Dach. Das heißt, die Solarpanels sind sehr gut hinterlüftet und wir haben Schatten auf dem Hochdach, dass es nicht so warm wird. Des Weiteren sieht man an der Seite des Panels sind eine UMTS-Antenne, die das von unserem WLAN-Router oder UMTS-Router das Signal verstärkt. Und das klappt zum Beispiel hier hervorragend. Wir haben an dem jetzigen Standort mit unseren Handys gar keinen Empfang, aber mit unserem UMTS-Router haben wir 4G-Netz. Das ist die Front von unserem Bus im Detail. Hier haben wir einmal auf beiden Seiten für die Scheinwerfer einen Steinschlagschutz montiert, den wir selber gebaut haben. Und hier oben haben wir 4 50 Watt LED-Scheinwerfer auf einen selbstgeschweißten Träger montiert, um bei der Stellplatzsuche abends und eine bessere Sicht zu haben. Jetzt sind wir im Bus. Jetzt zeigen wir euch mal, wie wir den Düdo so von innen aus gebaut haben. Der Innenausbau ging im Verhältnis zu der ganzen Restauration und zum Motorumbau und so weiter super schnell. Ich glaube, wir haben 2 Monate gebraucht oder sowas. Hier hinten haben wir 2 Sitzbänke, eine 1,40 Meter lange Sitzbank und eine bisschen kürzere. Hier kann man gemütlich zu 4, auf jeden Fall, vielleicht sogar zu 5 sitzen. Unter jeder Sitzbank sind nochmal Stauräume. Die Sitzbänke haben wir mit Holzlatten gebaut und dann mit 5 mm Pappelsperrholz verkleidet. Hier haben wir nochmal Platz für verschiedene Dinge. Hier hinten ist nochmal das gleiche. Da ist hauptsächlich Werkzeug drin. Hier oben haben wir Stauraum geschaffen. Hier sind hauptsächlich unsere Klamotten. Der Tisch hier in der Mitte, den kann man absenken. Da gibt es so einen Mechanismus hier. Lösen und dann kann man den in alle Richtungen verschieben. Und man kann den auch so seitlich ziehen. Und man kann ihn auch absenken zu einem Gästebett, sodass die Tischplatte dann auf diesen Leisten aufliegt. Und wenn man die Rücklehnpolster in die Mitte legt, hat man quasi dann noch ein extra Bett. Wir schlafen nämlich da oben. Normalerweise, wenn wir hier unten kochen, leben und alles andere machen, haben wir das Bett hier oben weggeklappt, dass man hier einfach auch gut drunter stehen kann und das Bett nicht stört. Und zum Schlafen holen wir das runter. Dafür muss man erstmal so einen Fuß ausklappen und dann kann man das einfach hier runterziehen. Genau. Und um darauf zu kommen, haben wir jetzt keine extra Leiter, sondern haben hier extra dieses Stufensystem gebaut. Das heißt, man kann einfach von einer Ebene auf die nächste klettern und ist dann hier oben im Bett. Wir haben hier eine Matratze, die 1,20 Meter breit ist. Wir haben links und rechts nochmal 30 cm Ablage ungefähr. Und ja, also der Platz reicht völlig aus. Ja, und wir sind echt happy damit, dass wir diese gesonderte Aufteilung haben, sodass zum Beispiel meistens liege ich morgens noch im Bett und Malte kocht Kaffee. Und also es ist einfach cool, dass einer hier oben sein kann, auch zum Beispiel, wenn man mal krank ist, und der andere kann halt trotzdem unten noch sitzen, arbeiten, lesen, kochen, was auch immer. Auf dieser Seite haben wir noch jede Menge Stauraum. Wir haben uns in dem Bus entschieden, ganz viel mit Schubladen zu arbeiten. Die haben wir selbst gebaut und haben die alle mit Pushlocks versehen. Und zwar haben wir dafür handelsübliche Euroboxen verwendet, an die wir einfach so Schienen angebracht haben und dann mit Holz verkleidet haben. Genau, hier haben wir jetzt unser ganzes, so eine Ramschkiste, dann unsere Küchenutensilien, Töpfe sind hier drin.
Hier haben wir noch ein paar Handtücher. Hier ist irgendwie so eine lustige Mischung aus Lebensmitteln und unseren Schuhen entstanden. Genau, hier ist noch unsere Notfalltoilette versteckt. Und hier ganz unten befindet sich unsere Dieselstandheizung. Wir haben uns in unserem Wohnmobil für die Planar 5 kW Dieselstandheizung entschieden und waren bisher damit super zufrieden. Da haben wir hier nochmal einen Zwangsauslass und hier 2 weitere verstellbare Auslässe hier und hier unter der Sitzbank, sodass man vor allen Dingen, wenn man am Tisch sitzt, schön warme Füße bekommt. Die Steuerung für die Dieselstandheizung ist oben am Bett, sodass wir, wenn wir morgens im Bett liegen und es draußen kalt ist, können wir hier einfach auf Start drücken, Temperatur einstellen oder Stärke einstellen und warten, bis es schön warm ist im Bus. Haben wir jetzt auch tatsächlich einige Male benutzt, weil wir jetzt gerade im Winter unterwegs waren. Hier haben wir unseren Küchenbereich. Hier war es uns besonders wichtig, dass die Arbeitshöhe angenehm ist. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen höher als bei uns zu Hause. Wir haben ja einen mobilen Herd, der steht jetzt draußen. Das ist ganz praktisch, sodass man hier nochmal extra Arbeitsfläche hat. Dafür haben wir hier auch in so einem Fach, was man jetzt nicht so gut sieht, versteckt, eine Schnellkupplung für den Gasanschluss. Das heißt dann, also man kann es super schnell einfach von drinnen nach draußen umbauen. Dann haben wir auch hier wieder Schubladen mit Pushlocks verbaut und den Eurokisten und haben hier Vorräte und Elektrokram verstaut. Uns war es auch wichtig, einen richtigen Mülleimer zu haben. Das hatten wir in unserem alten Bus nicht, so dass einfach nicht irgendwo eine Mülltüte rumhängt, sondern dass man die fest an einem Ort hat. Diese Fächer zum Reingreifen haben wir auch uns ausgedacht. Und es ist ganz praktisch, dass man einfach Sachen während der Fahrt verstauen kann, die nicht rumfliegen, wie zum Beispiel jetzt hier Bücher, Kartenmaterial, sowas. Hier haben wir unseren Kühlschrank versteckt. Uns war auch wichtig hier, dass der einfach eine gute Höhe hat, dass man da gut rankommt. Das ist eine Kühlbox von Mobicool FR40, das heißt, die hat 40 Liter Fassungsvermögen. Genau. Reicht völlig aus, läuft gut, wird über die Solarpanels mit Strom versorgt. Jetzt gerade hat sie 3 Grad und ja, darunter befindet sich der Warmwasserboiler und der Wasserfilter. Hier haben wir noch unsere Gewürze verstaut. Das ist einfach so ein System von Ikea diesmal. Den Rest haben wir wirklich komplett alles selbst gebaut. Das ist quasi eins der wenigen Teile, was wir mal so fertig erstanden haben, aber auch echt praktisch. Hier sind noch Öl, Essig, Gewürze, unsere Zahnbürsten immer griffbereit und fliegen auch während des Fahrens nicht durch die Gegend. Hier oben ist auch noch mehr Stauraum, Tees, Kaffee, Chips natürlich. Genau. Und hier ist noch ein weiteres Fach. Da sind zurzeit Klamotten von Maite drin. Das mache ich jetzt mal nicht auf, sonst fällt eh nur alles raus. Wir haben 2 separate Tanks, A 64 Liter, also zusammen ungefähr 130 Liter, die mit Kugelhahn abgesperrt werden können. Dann ein Vorfilter ganz normal, eine Druckpumpe und einen Druckspeicher. Dann habe ich hier so eine Ventilbrücke, wo die ganzen verschiedenen Geräte angeschlossen sind. Da haben wir einmal die Außendusche, den Boiler und den Wasserhahn hier und noch sogar unseren Wasserfilter. Die sind da angeschlossen. Direkt neben der Pumpe haben wir eine Ein- und Ausschalter, dass man, wenn man am Waschbecken steht, mit dem Fuß direkt die Pumpe wieder ausmachen kann. Weil wenn man auf Rüttelpisten unterwegs ist und man hat ein Drucksystem und es macht sich, oder über Nacht, es geht irgendwo, oder man ist weg vom Auto und man ist irgendwie lange nicht da und die Pumpe springt an, weil man eine Undichtigkeit hat, dann hat man das Problem, dass die 130 Liter durch die Undichtigkeit gepumpt werden und die Pumpe so lange pumpt, bis kein Wasser mehr da ist. Das ist der Nachteil im Drucksystem, deswegen ist es sinnvoll, da immer einen Schalter einzurichten, der das ausmacht. Gleichzeitig haben wir vorne, weil wir es auch ganz oft vergessen, jetzt ist sie an und sie ist eigentlich auch immer Dauer an, haben wir vorne auf dem Armaturenbrett eine rote LED, die jedes Mal, wenn ich den Wasserhahn anmache, und dann auch die Pumpe anspringt und die LED leuchtet rot und damit, wenn der Motor läuft und wir fahren durch die Gegend,
höre ich nicht, wenn die Pumpe anspringt oder wenn man eine Rüttelpiste fährt und sich irgendwas lockert. Und dann sehe ich aber wenigstens, wenn ich vergessen habe, die Pumpe auszuschalten, was ich eigentlich immer vergesse oder wir immer vergessen, dann sehe ich wenigstens am roten LED, dass die Pumpe läuft und dass irgendwie anscheinend gerade mit einer Undichtigkeit Wasser rausgedrückt wird. Die Außendusche hat euch ja Franzi vorhin schon gezeigt und hier haben wir eine ganz normale Küchenarmatur aus dem Hausbedarf mit Mischbatterie, warm-kalt. Dann haben wir hier einen Truma Warmwasserboiler, den man auf 50 oder 70 Grad einstellen kann. Ist leider nicht mehr wie früher stufenlos regulierbar, jetzt hat man es vielleicht sogar anspringen gehört. Das heißt, wir haben einen Boiler mit 10 Liter warmem Wasser und gleichzeitig haben wir uns noch hier unten so ein bisschen versteckt einen Wasserhahn eingebaut. Und zwar haben wir hier unten zwei Filter, einen Keramikfilter und einen Aktivkohlefilter. Und damit filtern wir uns unser Trinkwasser, was wir uns hier mal in Flaschen abfüllen. Weil wir nicht unser gesamtes, also sozusagen unser Tank, den befüllen wir einfach mit Brauchwasser. Da können wir dann duschen und Abwasch mitmachen. Damit kochen wir sogar. Aber unser Trinkwasser geht dann extra nochmal über eine Filteranlage. Das hat sich bis jetzt eigentlich ganz gut gemacht. Da müssen wir halt nicht das ganze Wasser filtern, was eigentlich Quatsch ist. Das hier ist unser Schaltpanel. Hier laufen alle Kabel zusammen, die wir hier im Bus verlegt haben. Die ganze Kabelführung ist hinter den Wänden. In Leerrohren haben wir die gezogen oder Leerröhren. Und die läuft hier zusammen. Hier dahinter sind die ganzen Sicherungen. Und hier vorne ist ein Schaltpanel, mit dem wir ein paar Sachen noch steuern können. Haben wir hier als allererstes die Spannungsüberwachung, ganz einfach. Sind sie gerade voll, 14,4 Volt. Dann können wir hier rüber unser WLAN einschalten und ausschalten. Hier ist noch ein unbelegter. Dann kann man den Seitenscheinwerfer und den Heckscheinwerfer von hier aus noch bedienen. Wir haben eine Zeitschaltuhr eingebaut, worüber wir theoretisch irgendwie das Radio oder Lichter laufen lassen könnten, wenn wir nicht da sind. Dann haben wir hier noch einen Dimmer, den man ein- und ausschalten kann. Mit dem man die LEDs eventuell noch dimmen kann, und einen haben wir auch noch nicht belegt. Des Weiteren, neben der Zeitschaltuhr und dem Dimmer, haben wir noch hier unseren 12 Volt zu 230 Volt Ladewandler und damit laden wir gerade unsere Laptops. Hinter dem Panel haben wir unsere Elektrik verlegt. Die Kabel sind noch nicht eingekürzt, deswegen sieht es ein bisschen chaotisch aus. Hier sind 20 Flachsicherungen, womit fast jeder Verbraucher einzeln abgesichert ist. Dann hier unser Victron Solarladeregler mit einem Bluetooth-Dongle, und hier haben wir eine Relaisschaltung für einen 12 zu 24 Volt Stepwandler für die LEDs, dass die auf 12 und 24 Volt betrieben werden können. Und die noch nicht eingekürzten Kabel, die hier so ein bisschen chaotisch rumliegen. Das ist unser Trucker-Cockpit. Hier an der Seite den obligatorischen Kaffeehalter, den aber Franzi mittlerweile aberkannt hat, und der ist jetzt unser Blumenhalter. Dann hier die Rückfahrkamera, hier sind Boxen, hier ist ein Ventilator, der schwenkt, hier ist unser Control Panel. Und hier vorne habe ich ein kleines Blumenbeet gebaut, weil die Blumentöpfe bei starker Steigung immer Franzi in den Schoß gefallen sind und das für Ärger sorgte. Des Weiteren haben wir hier an der Seite vorne noch so Kästen gebracht für Trinkwasserflaschen vorne rechts. Auf meiner Seite neben dem Sitz befindet sich noch ein NATO-Knochen für die Batterien und noch ein Kasten für Ölkanister, und das war es eigentlich mit den Spezifikationen im Cockpit. Okay, ich wollte noch gerne auf 3 technische Besonderheiten von unserem Bus hinweisen. Das ist einmal, wir haben einen Motorumbau durchgeführt, wir haben den Bus höher gelegt und wir haben ihn einzelbereift. Zum Thema Höherlegung. Da haben wir unter allen Blattfedern haben wir 6 cm hohe Unterlegklötze gepackt mit Zentrierdorn und halt auch Aufnahmen für den Zentrierdorn von den Blattfedern. Zusätzlich haben wir längere Blattfedern verbaut. Des Weiteren mussten wir längere bzw. größere Stoßdämpfer einbauen. Wir haben noch einen Stabilisator an der Hinterachse verbaut und haben die Aufnahmen für den Stabilisator dementsprechend verlängert an der Vorder- und Hinterachse. Und wir haben die Leitungen, die Gummileitungen von den Bremsleitungen haben wir verlängert. Dann haben wir unseren Bus noch einzelbereift. Über das Für und Wider kann man lange diskutieren, wird im Allradbereich häufiger gemacht. Bei uns war es so, wir haben Felgen vom Vario besorgt. Der hat die gleichen kleinen Radbolzen, die 16 Zoll Reifen, sind allerdings 6 Zoll breit, und damit darf man 235/85 R16 Reifen montieren.
Die sind sogar eingetragen bei uns und den Lenkeinschlag an der Vorderachse mussten wir dementsprechend ein bisschen begrenzen und wir haben vorne auf der Vorderachse 608er Bremstrommeln installiert, weil die Einpresstiefe unserer Felge sonst mit der Spurstange zusammengestoßen wäre. An der Hinterachse haben wir dann einfach nur einen Reifen. Also wir haben an der Hinterachse eine Hinterachslast von 2700 Kilo und das passt genau mit dem Traglastindex der Reifen. Ursprünglich haben wir ihn als Mercedes 407 gekauft und haben dann noch einen Schlachter besorgt mit kurzem Radstand mit OM 314, also Mercedes 508, das war sogar eigentlich ein Mercedes 408D. Und haben dann umgebaut, das heißt wir haben den von OM 616 auf OM 314 umgebaut, haben dann auch noch das Getriebe umgebaut, haben die Kardanwelle umgebaut, die Hinterachse und die Vorderachse und noch ein bisschen die Elektrik umgebastelt. Und die Rahmenverstärkung, ganz wichtig, das ist uns erst im Nachhinein aufgefallen, die innere Rahmenverstärkung ist beim OM 314 Motoren ist die länger als beim 407, die haben wir auch umgebaut.